Zu diesem Buch habe ich einen ganz persönlichen Bezug, weil ich selber Aussteigerin bei Jehovas Zeugen bin. Hey, mein Name ist Lilian. Ich bin Sabine. Ich bin Sophie Jones und ich bin Bibliothekarin, Sektenaussteigerin und Autorin. Und ich stelle euch heute Bücher vor, die mein persönliches Leben verändert haben. Ein Buch, was ich unglaublich toll fand, ist Der kleine Prinz. Und man würde jetzt auf Anhieb denken, das ist eher ein Kinderbuch, aber es hat auch so viele wertvolle Aspekte für Erwachsene. Und es geht darin um den kleinen Prinzen, der sich auf eine Reise begibt, um die Erkenntnis zu finden. Mich persönlich fasziniert dieses Buch, weil es um wahrscheinlich die wichtigste Lebensweisheit geht. Und zwar: Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Wenn du es noch nicht kennst, dann kannst du es ja mal lesen und vielleicht inspiriert es dich genauso wie mich. Das Lesen ist für mich wie eine Flucht aus der Realität. Eine Reise mit unbekannten Zielen. Wirklich große Lebensweisheiten zu lernen. Und das ermöglicht mir so eine Pause irgendwie. Also tatsächlich denken viele immer, dass man, wenn man in einer Bibliothek arbeitet, den ganzen Tag nur liest. Ich lese so gut wie nie auf Arbeit. Ich finde, es ist ein wunderschöner Ort für Bildung, für freie Gedanken und ich habe das Gefühl, als würde ich das ganze Wissen, was mich umgibt, aufsaugen, wenn ich hier bin. In einem Buchladen fühle ich mich wie eine Entdeckerin, die die verschiedenen Bücher erforscht. Vor allem gehe ich sehr gerne in einen Buchladen mit einer Frage, die mich gerade beschäftigt in meinem Leben. Und sehr oft finde ich da ein passendes Buch. Bücher leihen oder besitzen? Besitzen. Bücher leihen. Lieblingsbücher besitzen, Bücher, die man nur einmal liest, leihen. Mein aktuelles Lieblingsbuch ist Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach. Er thematisiert die Idee des Rechts oder die Würde des Menschen und was uns Menschen eigentlich zum Menschen macht. Und ich schätze sehr an ihm, dass er dabei nie belehrend in irgendeiner Weise wirken möchte, sondern er regt einen viel mehr zum selber drüber nachdenken an. Er sagt zum Beispiel: Glück ist eine Farbe und immer nur ein Moment. Ja, es wirft nochmal eine andere Sichtweise auf. Und ich finde, das macht dieses Buch ganz besonders. Welches ist dein Lieblingsbuch? Schreib es in die Kommentare. Zurzeit ist meine Lieblingsautorin Camilla Läckberg. Ich habe jetzt hier einmal Golden Cage. Das ist eigentlich geballte Frauenpower und ich liebe es. Ich finde es eine sehr, sehr starke Frau, die mich natürlich auch dazu inspiriert, selber zu einer starken Autorin zu werden. Ich schreibe gerade eine Autobiografie über mein Leben und meinen Ausstieg bei den Zeugen Jehovas, um Menschen aufzuklären, die mit dem Thema vielleicht gar nichts zu tun haben und um natürlich anderen auch aufzuzeigen, wie es möglich ist, sich selbst von der Vergangenheit loszulösen und zu befreien. Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich mich nicht besonders festlegen, sondern einfach meinen gedankenfreien Lauf lassen. Würde ich gerne einen Fantasy-Roman schreiben. Allgemein in Belletristik kann ich selbst entscheiden, ist davon ein Teil Wahrheit oder ist alles rein erfunden. Ich habe selber die Wahl und kann Geschichte schreiben. Das ist eigentlich Wahnsinn. Meinen persönlichen Literaturpreis würde ich an Deepak Chopra vergeben. Ja, ich würde am liebsten allen Autoren dieser Welt einen Literaturnobelpreis dafür geben, dass sie ihre Werke mit uns teilen. Vielleicht kriege ich ja mal einen. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist Das Café am Rande der Welt, geschrieben von John Strzelecki. Mich hat daran fasziniert, dass man mit diesen 3 simplen Fragen sehr viel weiter in seinem eigenen Leben kommen kann. Das Buch, was ich am schnellsten gelesen habe, ist Das Café am Rande der Welt. Was ich auch noch aus diesem Buch mitnehmen kann, ist, aus der eigenen Situation mal herauszutreten und sich dabei einfach mal zu öffnen fürs Leben und vor allem für Menschen um einen herum. In diesem Buch Kindeswohl geht es um eine Richterin, die diverse Fälle behandelt, die ethisch zum Streitpunkt werden. Also zum Beispiel geht es auch um einen Zeugen Jehovas Jungen, der eine Bluttransfusion verweigert. Und das hat natürlich für mich persönlich eine hohe Bedeutung, weil ich selber Aussteigerin bei Jehovas Zeugen bin und ich natürlich auch in die Lage kommen hätte können wie dieser Junge in dem Buch.
Ein gutes Buch hat wirklich fast eine Macht über mich, meine Grundglaubenssätze manchmal sogar in Frage zu stellen. Lässt mich alles um mich herum vergessen, sodass nur noch dieses Buch und ich existieren. Fesselt mich, so dass ich es direkt auslesen muss. Ein weiteres Lieblingsbuch von mir ist Hermann Hesses Siddhartha. Es ist ein Klassiker der Weltliteraturgeschichte und hat wahrscheinlich zahlreiche Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens inspiriert. Und es geht darin um den jungen Siddhartha, der sich frei macht von gesellschaftlichen und familiären Konventionen und auf eine Reise begibt nach der Erkenntnis. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Trotz meines Ausstiegs und dass ich diesen Glauben nicht mehr habe, bin ich nach wie vor der Ansicht, dass die Bibel wahnsinnig nützliche Lehren enthält, auch für die heutige Zeit, und dass es vielen Menschen gut tun würde, wenn sie sich ein bisschen an den Lehren der Bibel orientieren würden. Für mehr Inspiration abonniert den Kanal. Ein Buch, das ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, wäre erstens ein Survival Guide. Boah, mein Gehirn sieht an. Okay. Wahrscheinlich etwas in die Richtung, wie ich am besten in der Wildnis überlebe. Dann ein Notizbuch und vielleicht ein Sprachlexikon. Würde ich mir, glaube ich, eher einen E-Reader mitnehmen, weil da kann ich mir ja vorher ganz viele Bücher draufladen. Wenn ich ein richtig gutes Buch gelesen habe, dann fühle ich mich motiviert. Eigentlich sehr glücklich. Frei und voller Elan gehe ich dann in die Welt und würde am liebsten diese Gedanken mit allen möglichen Menschen teilen und darüber sprechen.